Ja, hallo Freunde, willkommen zurück auf Burning Feet Adventures. Wir sind jetzt gerade in Polen und zwar vielleicht 50 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt und befinden uns bei der ADV 24, also bei der Adventure 24 Rallye. Ich bin am Mittwoch direkt nach der Arbeit losgedüst und habe mich dann in Breslau oder bei Breslau mit Peter und mit Daniel aus Hamburg getroffen. Und wir sind dann zusammen den ganzen Weg am Donnerstag hergedüst und sind auch schon relativ früh angekommen, also Donnerstagabend hier mitten in der Nacht. Und haben deswegen einen kleinen Platz hier beim Orga-Team ergattert. Und ja, heute war halt ein ziemlich spannender Tag, weil meine Kette war am Arsch. Und wir mussten halt gucken, jetzt irgendwie Ersatz finden, aber da war halt nicht zu finden. Und ja, die Kette muss jetzt einfach mal durchhalten, die 1000 Kilometer. Ja, wir waren jetzt gerade schon bei der Registrierung, also haben alles praktisch fertig gemacht, haben die Versicherung abgeschlossen und ein paar Leute kennengelernt. Alle suchen nach dem richtigen Ort, einmal mitten im Nirgendwo.
und jetzt mit Schwung, okay? Ja. Ja, aber einige Kurven sind ganz schön fies, oder? Ja, ganz schön tolle Weise. Ja. Ich komme hier rum, weißt du, und dann, ja, dann bin ich hier nur noch in die Blumenwiese. Bisschen Natur. Ja. Mach mal erst das Grüne aus der Kette raus. So, guten Morgen von Tag 2. Ich bin noch ziemlich zerknauscht im Gesicht. Wir sind ja gestern in der Dunkelheit angekommen. Das war so knapp, war so gegen 20 Uhr und ja, nach ungefähr 310 Kilometern. Das war ein anstrengender Tag, definitiv. Ich merke es ja heute Morgen. Wir sind die Glieder steif, ne? Ein bisschen die Muskeln schmerzen, aber es ist alles okay, das muss so sein. Es war ein schöner Tag, wie gesagt. Es waren ein paar matschige Passagen dabei. Ein paar schnelle Passagen dabei, ein bisschen Überfeldpassagen, natürlich auch ein paar Passagen über Land, also ein paar Straßenpassagen, aber das ist ja normal bei so einer Adventure Rallye. Aber alles in allem ein wunderschöner Tag und ja, wir waren gestern zu faul, die Zelte aufzustellen, weil die auch klitschnass waren noch vom ersten Camp. Und da haben wir hier im Hintergrund in dieser uralten Schule übernachtet und das ist echt so, man könnte schon fast sagen, das ist ein Lost Place. Also wie das da ausschaut, echt spektakulär. Ja, wir werden uns jetzt fertig machen, die Klamotten packen, versuchen vielleicht auch ein bisschen frisches Wasser ins Gesicht zu schmeißen und dann ja, zum Frühstück danach geht's los. Heute ist eine lange Etappe geplant, heute sind es 440 Kilometer und ich bin mir sicher, dass wir dafür wieder mindestens unsere 10 Stunden, also reine Fahrzeit brauchen werden. Also gut, los geht's. Der Daniel am Start und hinter uns die Polizei, die Policia. Und ja, keine Ahnung, warum die jetzt ja Motorradfahrer anhalten. Die wollen uns wahrscheinlich mit einer schönen saftigen Strafe belegen. Aber genau in dem Fall sind wir gar nicht zu schnell gefahren. Ja. 40 sind erlaubt in den Ortschaften, jetzt nur durchgetüdelt. Also ich bin ja mal gespannt. Englisch sprechen sie leider nicht und Deutsch auch nicht. Da hinten ziehen die Cops von dannen, die haben jetzt die Polen alle fahren lassen, uns jetzt hier noch, weiß nicht, eine Viertelstunde länger schmoren lassen und ja, also uns, den Daniel und halt noch ein paar
Letten da hinten. Ja, aber anscheinend ist alles okay. Wir haben jetzt alles gecheckt und wir düsen jetzt weiter. Komm mal ran, Daniel. So, zurück im Camp 2 und mit den 3 Protagonisten, obwohl der Peter hat uns ja heute im Stich gelassen. Er hat ja gestern einen, wie soll ich das formulieren? Nicht, dass die Freundin oder seine Frau schlechte Laune bekommt. Er musste ins Krankenhaus aufgrund eines Vorfalles. Also gerade gestern war es ja sehr, sehr matschig und heute würde ich sagen, war Daniel, heute war primär echt Sand das bestimmte Kriterium hier, also echt auf Sand ohne Ende und wir mussten uns da durchwühlen und Staub vor allen Dingen. Staub, Sand und eigentlich hattest du Glück, Peter, dass du heute nicht hier dich durch den Sand quälen musstest. Ne? Also wir hatten Spaß, du natürlich im Krankenhaus. Morgen ist der Peter wieder am Start, ne? Natürlich dann mit Vollgas. Er darf auch vorfahren und zeigen, was er gelernt hat im Krankenhaus. Ja, wir sind jetzt hier im Camp, wir haben schon die Zelte aufgeschlagen und trinken jetzt hier noch ein Bierchen und essen Abendbrot und werden den Tag ausklingen lassen, um morgen dann voller Energie und wahrscheinlich mit ein bisschen Muskelkater in den nächsten und letzten Fahrtag zu starten. Also bis dahin, stay tuned. So, letzter Tag. Das ist hier wie bei Malle, Moto, Dakar, keine Ahnung. Ich muss das Zelt selber aufbauen, selber abbauen, selber am Moped schrauben, den ganzen Tag fahren. Und jetzt also heute muss ich sagen, da merke ich es im ganzen Körper, gerade im Nacken und die rechte Gasthand, die tut schon ganz schön weh. Aber gut, wir machen das Beste draus und werden noch mal einen ganzen Tag über Spaß haben. Okay, los geht's. Der Tag hat noch nicht mal richtig angefangen, da haben wir schon das erste Drama und zwar hat es bei mir die Fork Seals, also die Dichtung an der Gabel durchgehauen und die Gabel ölt. Ja, wir haben es jetzt probiert ein bisschen zu reinigen, aber so richtig funktioniert tut es leider nicht und wir fahren jetzt trotzdem die Etappe zu Ende und hoffen, dass die Karre durchhält und schauen uns dann im Ziel an, was wir machen können, ob die Karre auf den Trailer muss oder wir irgendwie eine Werkstatt finden und das reparieren können. Ja, da brauchen wir jetzt auch, ich glaube, ein paar Leute.
You're amazing. No problem. Thank you. Thank you so much, everyone. Thank you. So, jetzt kannst du Klotzki machen hier, ne? Oder hast du schon beim Reinfallen? Der ist wieder nach oben gerutscht. Ja, also der Daniel macht natürlich Sachen. Ne? Ich dachte schon, das große Drama ist heute, dass seine Gabel Öl verliert, aber nee, der fährt ja einfach mal an so einen Graben rein. Ne? Okay, aber das ist ja, die Maschine ist ganz bei ihm. Die Knochen sind heile geblieben und von daher können wir jetzt einfach weiterfahren. There's dirt on my hands, strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. Try to catch me howling at the moon. Try to catch me howling at the moon. Try to catch me howling at the Du bist zu klein. Ich komm runter. So, Prost Daniel. Ne? Auf die 1000, genau, auf die 1060 Kilometer an 3 Tagen. Ja, jetzt ist der Lack aber auch ab. Ne? Jetzt können wir uns erstmal hier ein bisschen entspannen und ein kleines Bierchen trinken und was essen, ein bisschen feiern und morgen komplett aussparen. Ne? Alles klar.